Schneide diese Pflanzen jetzt zurück. Dann blühen sie ein zweites Mal. Viele Beete sehen im Juli nicht deshalb müde aus, weil der Sommer vorbei ist. Sie sehen müde aus, weil die Pflanzen gerade an einem Punkt stehen, an dem sie eine Entscheidung treffen. Entweder sie stecken ihre Kraft in Samen, trockene Blütenstände und altes Laub. Oder sie bekommen von dir das richtige Signal und treiben noch einmal frisch durch. Servus und Hallo, hier ist deine Garten-Lea. Heute geht es um einen einfachen, aber oft unterschätzten Gartenschritt. Den richtigen Rückschnitt im Sommer. Denn manche Pflanzen sind nach der ersten Blüte nicht fertig. Sie warten nur darauf, dass du ihnen hilfst. Nicht brutal, nicht wahllos, sondern gezielt. Wenn du jetzt die richtigen Pflanzen schneidest, können sie im Spätsommer oder frühen Herbst noch einmal blühen, frischer aussehen und dein Beet deutlich länger schön halten. Aber genau hier passieren viele Fehler. Manche schneiden gar nicht, weil sie denken, die Pflanze sei eben durch. Andere schneiden zu tief, zu spät oder bei den falschen Pflanzen. Und wieder andere entfernen nur ein paar braune Blüten, lassen aber das eigentliche Problem stehen. Schauen wir uns also an, welche Pflanzen jetzt einen Rückschnitt vertragen, welche nur ausgeputzt werden sollten und wo du vorsichtig sein musst. Die erste Pflanze ist Katzenminze. Katzenminze ist ein wunderbares Beispiel für eine Pflanze, die nach der ersten Blüte oft etwas zerfallen aussieht. Die Triebe liegen auseinander, die Blüten sind grau geworden und das Beet wirkt plötzlich ungepflegt. Genau dann lohnt sich ein Rückschnitt. Schneide die Katzenminze nach der ersten Hauptblüte ruhig deutlich zurück, etwa auf eine Handbreit über dem Boden. Das klingt im ersten Moment mutig, aber die Pflanze treibt meist wieder frisch und kompakt aus. Wenn du danach etwas gießt und ihr ein paar Tage Ruhe gibst, kommt häufig eine zweite Blüte. Der große Vorteil? Das Beet sieht nicht nur wieder ordentlicher aus, die Pflanze bleibt auch stabiler und fällt nicht so auseinander. Die zweite Pflanze ist der Steppensalbei. Auch Salbei gehört zu den Pflanzen, die nach der ersten Blüte oft müde wirken. Die violetten Blütenkerzen werden braun, die Stängel bleiben stehen und viele lassen sie einfach so im Beet. Wenn du aber direkt nach der Blüte schneidest, kann Steppensalbei noch einmal richtig schön nachlegen. Schneide die verblühten Blütenstände bis knapp über die frischen Blätter zurück. Wenn die ganze Pflanze sehr erschöpft aussieht, kannst du sie auch etwas kräftiger einkürzen. Wichtig ist, dass unten noch gesundes Laub bleibt. Danach nicht austrocknen lassen. Gerade in heißen Wochen braucht die Pflanze nach dem Schnitt ein bisschen Unterstützung. Kein Dauerwässern, aber einmal gründlich gießen hilft ihr beim Neustart. Und jetzt kommt ein Punkt, den viele übersehen. Rückschnitt ist nicht nur Kosmetik. Du lenkst die Kraft der Pflanze um. Weg von der Samenbildung, zurück in frisches Wachstum. Genau das ist der Schlüssel zur zweiten Blüte. Die dritte Pflanze ist Frauenmantel. Frauenmantel sieht nach der Blüte oft nicht mehr schön aus. Die gelbgrünen Blütenstände werden braun, die Blätter bekommen Flecken und die ganze Pflanze wirkt plötzlich alt. Hier kannst du ziemlich klar sein, schneide. Frauenmantel nach der Blüte kräftig zurück. Nicht nur einzelne Blüten herauszupfen. Schneide die Pflanze ruhig bodennah zurück, wenn sie unansehnlich geworden ist. Sie treibt meistens mit frischem, sauberem Laub wieder aus. Bei Frauenmantel geht es weniger um eine riesige zweite Blüte, sondern um frisches Laub und ein ordentliches Beetbild. Und manchmal ist genau das der Unterschied zwischen einem Beet, das müde aussieht, und einem Beet, das gepflegt wirkt. Die vierte Pflanze ist Storchschnabel. Aber hier musst du unterscheiden. Es gibt viele verschiedene Storchschnabelarten und Sorten. Manche blühen sehr lange von selbst, andere machen nach der ersten Blüte eine klare Pause. Wenn dein Storchschnabel nach der Blüte auseinanderfällt, braun wird oder lückig aussieht, kannst du ihn zurückschneiden. Bei vielen Sorten treibt er wieder frisch durch und bringt später noch einmal Blüten. Schneide nicht nur die alten Blüten ab, sondern kürze die ganze Pflanze etwas ein, wenn sie unordentlich geworden ist. Danach gießt du einmal gründlich. Mehr braucht es oft gar nicht. Der praktische Nutzen ist groß. Storchschnabel wird wieder kompakter, das Beet bekommt Struktur zurück und kahle Stellen werden besser verdeckt. Die fünfte Pflanze ist Rittersporn. Rittersporn ist ein Klassiker für die zweite Blüte, aber er braucht nach dem Rückschnitt etwas mehr Aufmerksamkeit. Wenn die erste Blüte vorbei ist, schneidest du die Blütenstängel tief zurück. Wichtig ist aber, Rittersporn ist danach hungrig und durstig. Er braucht Wasser und etwas Nährstoff, sonst hat er nicht genug Kraft für einen zweiten Austrieb. Gib ihm nach dem Schnitt Kompost oder einen milden organischen Dünger und halte den Boden gleichmäßig feucht. Nicht nass, aber auch nicht knochentrocken. Dann kann Rittersporn später im Jahr noch einmal blühen. Meist nicht ganz so stark wie beim ersten Mal,
aber oft schön genug, um dem Beet wieder Höhe und Farbe zu geben. Und genau das ist wichtig. Eine zweite Blüte muss nicht immer spektakulärer sein als die erste. Sie muss nur verhindern, dass dein Beet im August und September komplett leer wirkt. Die 6. Pflanze ist Lavendel. Bei Lavendel geht es weniger um eine zweite große Blüte, sondern um Form, Gesundheit und manchmal einen leichten Nachflor. Schneide Lavendel nach der Blüte zurück, aber bitte nicht ins alte Holz. Das ist der wichtigste Satz bei Lavendel. Du entfernst die verblühten Blütenstiele und kürzt die grünen Triebe leicht ein. Die Pflanze soll wieder kompakter werden, aber du darfst sie nicht bis in die kahlen, verholzten Bereiche schneiden. Wenn du Lavendel jedes Jahr leicht schneidest, bleibt er buschiger und verkahlt nicht so schnell. Wenn du ihn jahrelang gar nicht schneidest, wird er unten holzig und oben locker. Also nicht radikal, aber regelmäßig. Die 7. Pflanze ist Margerite. Margeriten können nach der ersten Blüte sehr ungepflegt aussehen. Braune Blütenköpfe, lange Stängel, wenig Frische. Hier hilft regelmäßiges Ausputzen sehr. Schneide verblühte Blüten nicht nur am Kopf ab, sondern mit dem Stiel bis zum nächsten gesunden Blattansatz. So sieht die Pflanze nicht nur sauberer aus, sie bildet auch leichter neue Knospen. Wenn die ganze Pflanze erschöpft wirkt, kannst du sie leicht einkürzen. Danach gut wässern. Besonders in Kübeln ist das wichtig, weil Margeriten dort schneller austrocknen. Bleib kurz dran, denn jetzt kommen die Pflanzen, bei denen viele falsch schneiden. Zinien, Ringelblumen und Tagetes solltest du nicht wie Stauden komplett herunterschneiden. Bei ihnen geht es vor allem ums Ausputzen. Das bedeutet, verblühte Blüten regelmäßig entfernen. Bei Zinien schneidest du die Blüte mit einem Stück Stiel heraus, am besten bis über ein Blattpaar. Dadurch verzweigt sich die Pflanze besser und bildet neue Blüten. Bei Ringelblumen ist es ähnlich. Wenn du die alten Blüten stehen lässt, geht die Pflanze schnell in Samenbildung. Wenn du sie regelmäßig entfernst, blüht sie länger. Und Tagetes bleiben viel ordentlicher, wenn du braune, matschige oder verblühte Köpfe regelmäßig herausnimmst. Das ist eine kleine Arbeit, aber sie verlängert die Wirkung im Beet deutlich. Auch Dahlien profitieren davon, wenn du Verblühtes entfernst. Hier ist es besonders wichtig, die alten Blüten nicht mit Knospen zu verwechseln. Eine frische Knospe ist rund und fest. Eine verblühte Dahlienblüte wirkt eher spitz, weich oder hängt schon leicht nach unten. Wenn du Dahlien sauber ausputzt, schieben sie immer wieder neue Blüten nach. Genau deshalb gehören sie zu den besten Pflanzen für lange Farbe bis in den Herbst. Jetzt noch ein wichtiger Hinweis zu Phlox. Phlox solltest du nicht einfach radikal abschneiden, wenn du noch blüten möchtest. Entferne lieber die verblühten Dolden oder einzelne unansehnliche Teile. Manchmal bilden sich seitlich noch kleinere Nachblüten. Wenn der Phlox aber krank aussieht, stark von Mehltau befallen ist oder völlig zusammenbricht, dann ist Sauberkeit wichtiger als Hoffnung auf neue Blüten. Entferne krankes Laub und entsorge es nicht auf dem Kompost, wenn es stark befallen ist. Denn ein Beet sieht nicht nur durch Blüten schön aus, es sieht auch durch gesundes, sauberes Laub besser aus. Und damit kommen wir zur wichtigsten Regel für den Sommerrückschnitt. Schneide nicht in der größten Mittagshitze. Am besten schneidest du morgens oder am frühen Abend. Die Pflanzen verlieren dann weniger Wasser und die Schnittstellen trocknen nicht so brutal aus. Nach einem stärkeren Rückschnitt ist ein gründliches Gießen oft sinnvoll. Aber bitte nicht jeden Tag ein bisschen oberflächlich sprenkeln. Das macht die Wurzeln bequem und den Boden oben anfällig. Lieber seltener, dafür durchdringend. Eine zweite Regel: Schneide nur Pflanzen zurück, die auch genug Zeit und Kraft für einen Neustart haben. Wenn eine Pflanze schon völlig vertrocknet ist, stark krank wirkt oder kurzlebig am Ende ihrer Saison steht, bringt ein Rückschnitt manchmal wenig. Dann ist es besser, die Stelle zu räumen und neu zu bepflanzen oder mit schnellen Sommerblumen zu füllen. Und damit schließt sich der Kreis zum Beet im Juli. Du musst nicht alles retten. Du musst nur erkennen, was noch einmal kommen kann und was Platz machen darf. Hier die einfache Garten-Lehrmerkliste. Katzenminze, Steppensalbei, Frauenmantel und manche Storchschnabelsorten kannst du nach der Blüte deutlich zurückschneiden. Rittersporn kann eine zweite Blüte bringen, braucht danach aber Wasser und Nährstoffe. Lavendel nur leicht schneiden und niemals tief ins alte Holz. Margeriten regelmäßig ausputzen und bei Bedarf etwas einkürzen. Zinien, Ringelblumen, Tagetes und Dahlien nicht radikal schneiden, sondern konsequent Verblühtes entfernen. Und bei Phlox vorsichtig arbeiten. Lieber ausputzen als blind zurückschneiden. Der größte Fehler ist nicht, im Sommer zu schneiden. Der größte Fehler ist, gar nichts zu tun und zuzusehen, wie die Pflanze ihre ganze Kraft in alte Blüten und Samen steckt. Wenn du jetzt richtig schneidest, bleibt dein Beet länger lebendig. Es wird ordentlicher, frischer und oft blüht es sogar ein zweites Mal. Und genau das ist die schöne Botschaft. Der Sommer ist noch nicht vorbei. Dein Beet braucht jetzt nur das richtige Moin-Signal.